Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der August war dieses Mal nicht wirklich produktiv, was zum einen daran lag, dass ich krank war und dann gab es noch Familienbesuch. Da hatte ich natürlich ein bisschen was Besseres zu tun, als nebenher ständig Modelle anzumalen. Fertig geworden ist also praktisch fast gar nichts. Zu diesem praktisch fast gar nichts gehören 5 Landsknechte von Lost Kingdom Miniatures für meine Bretonenarmee. Im Grunde haben bretonische und Imperiumslandsknechte die Rolle der Orks übernommen, die ich letztes Jahr oder in den Jahren davor immer wieder in der Werkbank hatte, einfach weil die Modelle fertig werden sollten. Die Orks habe ich ein bisschen zurückgestellt, das habt ihr ja dieses Jahr schon gesehen, einfach weil ich keine Lust mehr hatte, die Herr der Ringe Orks anzumalen. Das macht irgendwann nicht mehr viel Spaß. So wurden sie eben durch Bretonen und Imperiumssoldaten ersetzt und ich denke, die werden auch einer guten Bestimmung zugeführt werden. Die anderen beiden Figuren, die fertig geworden sind, sind 2 Zivilisten. Das eine ist, wie unschwer zu erkennen, ein Schuhhändler oder ein Schuhmacher. Und das andere ist vermutlich entweder der Rausschmeißer einer Taverne oder einfach ein Mann, der gerne Streit sucht. Die sind diesen Monat fertig geworden und wandern damit auch in die Vitrine. Natürlich hat es auch einen Grund, dass ich immer wieder an den Zivilisten bin. Die meisten wissen's. Balduin und ich, wir planen immer noch unser letztes bretonisches Turnier. Wir haben aber noch wirklich keinen Termin gefunden, an dem wir beide Zeit haben und vor allem an dem wir auch beide lang genug Zeit haben, das Turnier abdrehen zu können. Hintergrund ist einfach der, dass wir beim letzten Turnier morgens gegen 10:30 angefangen haben und wir waren irgendwann nachts gegen 11 Uhr fertig. Also es war richtig lange Arbeit und wir hatten aber auch sehr, sehr viel Spaß, das muss ich an dieser Stelle sagen. Aber trotzdem, wir waren danach beide ganz schön platt. Und vor allem, wir haben beide gelernt, auf den Stegreif so in diesem Akzent zu sprechen und dann wieder einfach umzuschalten. Weil wir das 10 Stunden lang gemacht haben. Ja, damit sind wir am Ende der Werkbank angekommen und ich hoffe, dass euch diese doch sehr kurze Werkbank gefallen hat. Das Turnier mit Balduin ist weiterhin in Planung, wir arbeiten beide dran, aber es muss halt zeitlich passen und wir brauchen auch beide den Spaß dran und wir müssen Lust haben, das zu machen. Sonst wird das einfach nichts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es das getan hat, lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und natürlich läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.